Hans in Luck by Jacob Grimm and Wilhelm Grimm. Hans had served his master 7 years, and at last said to him, "Master, my time is up. I should like to go home and see my mother, so give me my wages." And the master said, "You have been a faithful and good servant, so your pay shall be handsome." Then he gave him a piece of silver that was as big as his head. Hans took out his pocket handkerchief, put the piece of silver into it, threw it over his shoulder, and jogged off homewards. As he went lazily on, dragging one foot after another, a man came in sight, trotting along gaily on a capital horse. "Ah," said Hans aloud, "what a fine thing it is to ride on horseback. There he sits as if he was at home in his chair. He trips against no stones, spares his shoes, and yet gets on he hardly knows how." The horseman heard this and said, "Well, Hans, why do you go on foot then?" "Ah," said he, "I have this load to carry. To be sure it is silver, but it is so heavy that I can't hold up my head, and it hurts my shoulder sadly." "What do you say to changing?" said the horseman. "I will give you my horse, and you shall give me the silver." "With all my heart," said Hans. "But I tell you one thing, you'll have a very task to drag it along." The horseman got off, took the silver, helped Hans up, gave him the bridle into his hand, and said, "When you want to go very fast, you must smack your lips loud and cry, 'Jip.'" Hans was delighted as he sat on the horse and rode merrily on. After a time he thought he should like to go a little faster, so he smacked his lips and cried, "Jip." Away went the horse full gallop, and before Hans knew what he was about, he was thrown off and lay in a ditch by the roadside. And his horse would have run off if a shepherd who was coming by, driving a cow, had not stopped it. Hans soon came to himself and got upon his legs again. He was sadly vexed and said to the shepherd, "This riding is no joke when a man gets on a beast like this, that stumbles and flings him off as if he would break his neck. However, I'm off now once for all. I like your cow a great deal better. One can walk along at one's leisure behind her and have milk, butter, and cheese every day into the bargain. What would I give to have such a cow?" "Well," said the shepherd, "if you are so fond of her, I will change my cow for your horse." "Done," said Hans merrily. The shepherd jumped upon the horse, and away he rode. Hans drove off his cow quietly, and thought his bargain a very lucky one. "If I have only a piece of bread, and I certainly shall be able to get that, I can, whenever I like, eat my butter and cheese with it. And when I am thirsty, I can milk my cow and drink the milk. What can I wish for more?" When he came to an inn, he halted, ate up all his bread, and gave away his last penny for a glass of beer. Then he drove his cow towards his mother's village, and the heat grew greater as noon came on, till at last he found himself on a wide heath that would take him more than an hour to cross, and he began to be so hot and parched that his tongue clave to the roof of his mouth. "I can find a cure for this," thought he. "Now will I milk my cow and quench my thirst." So he tied her to the stump of a tree and held his leathern cap to milk into. But not a drop was to be had. While he was trying his luck and managing the matter very clumsily, the uneasy beast gave him a
kick on the head that knocked him down. And there he lay a long while senseless. Luckily, a butcher soon came by, driving a pig in a wheelbarrow. "What is the matter with you?" said the butcher as he helped him up. Hans told him what had happened, and the butcher gave him a flask, saying, "There, drink and refresh yourself. Your cow will give you no milk. She is an old beast, good for nothing but the slaughterhouse." "Alas, alas," said Hans. "Who would have thought it? If I kill her, what will she be good for? I hate cow beef. It is not tender enough for me. If it were a pig now, one could do something with it. It would at any rate make some sausages." "Well," said the butcher, "to please you, I'll change and give you the pig for a cow." "Heaven reward you for your kindness," said Hans, as he gave the butcher the cow and took the pig off the wheelbarrow and drove it off, holding it by the string that was tied to its leg. So on he jogged, and all seemed now to go right with him. He had met with some misfortunes, to be sure, but he was now well repaid for all. The next person he met was a countryman carrying a fine white goose under his arm. The countryman stopped to ask what was o'clock, and Hans told him all his luck, and how he had made so many good bargains. The countryman said he was going to take the goose to a christening. "Feel," said he, "how heavy it is, and yet it is only 8 weeks old. Whoever roasts and eats it may cut plenty of fat off it. It has lived so well." "You're right," said Hans as he weighed it in his hand, "but my pig is no trifle." Meanwhile the countryman began to look grave and shook his head. "Hark ye," said he, "my good friend, your pig may get you into a scrap. In the village I just come from, the squire has had a pig stolen out of his sty. I was dreadfully afraid when I saw you that you had got the squire's pig. It will be a bad job if they catch you. The least they'll do will be to throw you into the horse pond." Poor Hans was sadly frightened. "Good man," cried he, "pray me, get me out of the scrap. You know this country better than I. Take my pig and give me the goose." "I ought to have something into the bargain," said the countryman. "However, I will not be hard upon you, as you are in trouble." Then he took the string in his hand and drove off the pig by a side path, while Hans went on the way homewards free from care. "After all," thought he, "I have the best of a bargain. First, there will be a capital roast, then the fat will find me in goose grease for 6 months, and then there are all the beautiful white feathers. I will put them into my pillow, and then I am sure I shall sleep soundly without rocking. How happy my mother will be." As he came to the last village, he saw a scissor grinder with his wheel working away and singing, "Our hill and our dale, so happy I roam, work light and live well, all the world is my home. Why so bluff, so merry as I?" Hans stood looking for a while, and at last said, "You must be well off, Master Grinder. You seem so happy at your work." "Yes," said the other, "mine is a golden trade. A good grinder never puts his hand in his pocket without finding money in it. But where did you get that beautiful goose?" "I did not buy it, but changed a pig for it." "And where did you get the pig?" "I gave a cow for it." "And the cow?" "I gave a horse for it." "And the horse?" "I gave a piece of silver as big as my head for it." "And the silver?" "Oh, I worked hard for that 7 long years." "You have thriven well in the world here too," said the grinder,
Now if you could find money in your pocket whenever you put your hand into it, your fortune would be made. Very true, but how is that to be managed? You must turn grinder like me, said the other. You only want a grindstone, the rest will come of itself. Here is one that is a little the worse for wear. I will not ask more than the value of your goose for it. Will you buy? How can you ask such a question? Replied Hans. I should be the happiest man in the world if I could have money whenever I put my hand in my pocket. What could I want more? Where's the goose? Now, said the grinder, as he gave him a common rough stone that lay by his side. This is a most capital stone. Do but manage it cleverly, and you can make an old nail cut with it. Hans took the stone and went off with a light heart. His eyes sparkled for joy, and he said to himself, I must have been born in a lucky hour. Everything that I want or wish for comes to me of itself. Meanwhile, he began to be tired, for he had been travelling ever since daybreak. He was hungry too, for he had given away his last penny in his joy at getting the cow. At last he could go no further, and the stone tired him terribly. He dragged himself to the side of a pond, that he might drink some water and rest a while. So he laid the stone carefully by his side on the bank. But as he stooped down to drink, he forgot it, pushed it a little, and down it went, plump into the pond. For a while he watched it sinking in the deep, clear water, then sprang up for joy, and again fell upon his knees, and thanked heaven with tears in his eyes for its kindness in taking away his only plague, the ugly heavy stone. How happy am I, cried he. No mortal was ever so lucky as I am. Then up he got with a light and merry heart, and walked on free from all his troubles, till he reached his mother's house. Hans Wohlgemuth von Friedrich August Wernicke. Hans Wohlgemuth hatte bei seinem Herrn 7 Jahre gedient, und als er endlich nach Hause ziehen wollte, bekam er zum Lohne ein Stück Gold, so groß wie sein Kopf. Das trug er denn in ein Sacktuch eingewickelt auf der Schulter, ohne sonderliche Beschwerde, denn es fehlte ihm eben nicht an Kräften. Wie er nun des Weges dahin schlenderte und bedachte, wie er jetzt ein großer Herr sein würde, wonach immer sein Herz getrachtet, kommt ein Reiterknecht entgegengetrabt auf einem stattlichen Rosse. Hans blieb stehen und gaffte ihn an. Der Reiter auch, und wechselseitig fragten sich beide, woher und wohin. Ja, lieber Herr Reiter, antwortete Hans, unser einer ist schlimmer daran als ihr. Bei euch geht es zu Rosse, bei uns zu Fuße. Hab ich doch mein Lebtag noch nicht auf einem Pferde gesessen. Bei meiner Treu, das Reiten muß ein herrliches Ding sein. Ei, lieber Sohn, sprach der Reiter, wir könnten tauschen. Gib her das Stück Gold und nimm dafür das Pferd. Ach, mit 1000 Freuden, rief der andere, sprang und klatschte in die Hände, und es fehlte nicht viel, so wäre er dem Pferde wie dem Reiter um den Hals gefallen. Seelenvergnügt trennten sich die Wandersleute. Ja, aus bloßer Erkennlichkeit half noch der Reiter unserem Hans auf den Braunen hinauf und gab ihm die Zügel fest in die Hände. So ging es denn ein Weilchen recht bequem. Wie aber Hans zu schnalzen anfing und dabei hopp hopp rief, setzte sich das Pferd in gehörigen Trab, und ehe sich's der kühne Reiter versah, lag er ziemlich unsanft in dem Graben, der die Äcker von der Landstraße trennte.
Ein Bauer, der eine Kuh vor sich hertrieb, kam herbei, hielt das Ross an und wollte den Gefallenen Beistand leisten. »Die verwetterte Mähre«, fluchte Hans und schnitt ein gar jämmerliches Gesicht, während er sich wieder auf die Beine brachte. »Gott sei's gedankt, dass ich noch lebe und gesund bin. Reit in Zukunft, wer Lust hat. Ich hab sie bei meiner armen Seele nun und nimmermehr. Da lob ich mir eine Kuh. Hinter der lässt es sich ganz gemächlich ziehen und, was das Schönste ist, Milch, Käse und Butter hat man obenein vollauf alle Tage.« »Ei, nun tauschen wir«, sprach der Bauer, »gebt mir das Pferd, ich gebe euch die Kuh.« »Bei allen Heiligen«, rief Hans, »das ist ein gefundener Handel. Ich will euch alle Tage in mein Gebet einschließen.« »Top, guter Alter!« Hier griff er nach der Kuh, und der Bauer schwang sich auf das Pferd und ritt im Galopp nach Hause, aus Furcht, dass unseren Hans der Tausch noch gereuen könnte. Die Sache war anders. Hans freute sich innig, wie er fortan das Brot nicht mehr trocken verzehren, sondern Butter und Käse dazu haben würde. In der Freude ließ er sich im nächsten Wirtshause ein halbes Glas Bier einschenken und aß sein Mittags- und Abendbrot auf einmal auf. Dann trieb er seine Kuh weiter, immer nach dem Dorfe seiner Mutter zu. Die Hitze wurde drückender, je näher der Mittag kam. Hans befand sich mitten in der Heide und hatte wohl noch ein Stündchen bis zum nächsten Dorfe. Die Zunge klebte ihm am Gaumen. »Wie wär's«, fiel ihm endlich ein, »wenn du die Kuh melkest? Du bindest sie an einen Baum und lässt dir die Milch in deine Mütze laufen.« Gesagt, getan. Die Kuh wurde angebunden, aber kein Tropfen Milch kam zum Vorschein, und wie er sich ungeschickt anstellte, gab ihm das Tier mit einem der Hinterfüßen einen solchen Schlag vor den Kopf, dass er taumelnd zu Boden stürzte. Zum Glück zog ein Schlächter mit einer Karre vorbei, auf der ein junges Schwein lag. »Guter Freund, was macht ihr denn für Dinge?«, rief er ihm schon von weitem zu. Und Hans erzählte ihm die Geschichte. »Nun, da trinket einmal aus meiner Flasche und erholt euch. Die Kuh, mit der ist's vorbei, die wird in ihrem Leben keine Milch mehr geben. Allenfalls taugt sie noch zum Ziehen.« »So«, murmelte Hans und fuhr sich mit der Hand einige Mal über den Kopf. »Wie wär's, lieber Meister, wenn ihr mir euer Schwein gäbet und nähmet meine Kuh? Kuhfleisch ist gewiss nicht nach meinem Geschmacke, aber Schweinebraten und Wurst esse ich für mein Leben gern.« »Den Gefallen kann man euch tun«, antwortete der Schlächter. »Gebt mir eure Kuh, ich gebe euch mein Schwein.« »Oh, ihr seid ein gar zu gefälliger Mann«, sprach Hans für sich. »Gehabt euch wohl.« Der andere zog nun mit der Kuh links ab, und Hans rief einmal über das andere: »Ja, das muß man doch sagen, mir geht alles nach Wunsche.« Er hatte etwa eine halbe Meile zurückgelegt, das Schwein vor sich hergetrieben, als er einem Burschen begegnete, der eine Gans unter dem Arm hatte. »Gehen wir einen Weg?«, fragte der Bursche. »Wer weiß«, sagte Hans. »Ich gehe zu meiner Mutter nach Susewedel.« Und zugleich ließ er sich über seinen Tausch vernehmen. »Da habt ihr von Glück zu sagen«, antwortete der Bursche. »Ich trage die Gans zum Kindtaufschmause nach Gernefraß. Rund ist sie wie eine Kugel, seht nur her. Wir haben sie aber auch an 8 Wochen gemästet. Da wird es einmal Gänsefettschnittchen geben, die sich zu essen verlohnen. Wenn man sie in Rauch aufhinge, müsste es eine pommersche Spickgans werden, trotz einer.« »Pommersche Spickgans?«, unterbrach ihn Hans. Der Mund blieb ihm vor Erstaunen offen. »Gänsefettschnittchen«, er leckte mit dem Zünglein. Inzwischen sah sich der Bursche nach allen Seiten bedenklich um und schüttelte mitunter den Kopf. »Hört«,
fuhr er nach einem kurzen Verzuge fort, mit eurem Schweine mag's nicht ganz richtig sein. In dem Dorfe, durch das ich eben gekommen bin, hat man dem Schulzen eins aus dem Kofen gestohlen. Wenn's das eurige wäre und man träfe euch. Um Gottes Willen, schrie Hans, der sich schon im finsteren Loche und alle Gänseherrlichkeiten vergangen sah, macht mich nicht unglücklich. Ihr wisst hier herum besser Bescheid. Seht, wie ihr zurechtkommt. Nehmt das Schwein und gebt mir die Gans. Viel gewagt, sprach der Bursche. Wer möchte aber gern einen Menschen unglücklich machen? Da habt ihr die Gans. Wahrlich, man sieht, dachte Hans, als er den Weg fortsetzte, meine Großmutter hat recht. Den Sonntagskindern geht immer alles nach Wunsche. Wir werden sie zu Hause schmunzeln, wenn sie meine Gans sehen. Was sie für schöne weiße Federn hat. Zu einem Kopfkissen reichen sie sicherlich. Auf dem will ich uneingewiegt schlafen wie ein Prinz. Hinter dem Dorfe stieß er auf einen Scherenschleifer. Er blieb abermals stehen und sah und hörte dem Manne zu, der zu seiner schnurrenden Arbeit sang. Ich schleife die Schere und drehe geschwind und hänge mein Mäntelein nach dem Wind. Endlich wagte er es, ihn anzureden. Noch so spät, lieber Mann? Ihr zieht wohl auch nach Gernefraß zum Kindtaufsschmause? Das sollte ich meinen, versetzte der. Bei solchen Gelegenheiten gibt's immer etwas für uns zu tun. Ein rechter Schleifer ist ein geborgener Mann. Geld hat er beständig in seiner Tasche, denn geschliffen muß heut alles sein und glänzen wie ein Karfunkelstein. Immer Geld in der Tasche, sagte Hans. Das Ding lobe ich mir. Mein Lebtag hab ich es nicht anders gewünscht. Ja, mein Freund, aber wohin ihr mit der Gans? Die hab ich für mein Schwein gekriegt. Und woher das Schwein? Die hab ich für die Kuh eingetauscht. Und die Kuh? Die hab ich mir für den Braunen geben lassen. Und den Braunen? Die nehm ich für ein Stück Gold, so groß wie mein Kopf, das mir mein Herr zum Lohne gegeben. Wenn ihr ein Scherenschleifer werden wolltet, so könntet ihr, wie ich, das Geld immer in der Tasche springen hören. Ach, gar zu gern, bester Herr, wer so glücklich wäre. Vor allem müsstet ihr einen Wetzstein haben. Das Übrige findet sich schon von selbst. Ich bitte euch um die 7 Wunden Christi, flehte Hans. Lasst mir einen von euren Steinen ab, wenn er gleich etwas schadhaft sein sollte. Ich gebe euch meine fette Gans. Sie wurden einig. Der Schleifer suchte ihm unter den Wetzsteinen den untauglichsten aus und schenkte ihm als Zugabe einen großen Feldstein, auf dem sich's, wie er sagte, besonders gut klopfen lassen. Hans war beinahe außer sich. Er griff schon in die Tasche, als wenn er das Geld hören könnte. Wie hab ich's nur verdient, dass mir doch alle meine Wünsche in Erfüllung gehen? Wiederholte er sich oft. Indes war er seit Tagesanbruch auf den Beinen und hatte, wie man weiß, zum Frühstück seinen ganzen Mundvorrat aufgezehrt. Der Hunger fing ihn an zu plagen, und aus Müdigkeit musste er jeden Augenblick Halt machen, obschon es nur noch eine Meile bis Susewedel war. Die Beine lasteten sehr. Er konnte sich des Gedenkens nicht erwehren, wie glücklich er sein möchte, wenn er gerade jetzt die Steine nicht hätte. Stärken wollte er sich wenigstens durch einen frischen Trunk. Wenn er erst ein Weilchen geruht hatte, meinte er, als er zu einem Feldbrunnen wie eine Schnecke angeschlichen kam. Damit er aber nicht etwa die Steine beim Niedersetzen beschädigte, legte er sie bedächtig neben sich an den Rand des Brunnens. Auf einmal ging es plum, plum, und die Steine lagen im Wasser. Und Hans, was tat er? Er kniete nieder, fast in Tränen schwimmend, und dankte Gott, dass er ihm noch das erwiesen hatte, was einzig zu seinem Glücke gefehlt.
so wahr Gott über mir lebt, bis heute hat es wohl keinen glücklicheren Menschen als ich bin gegeben. So sprechend rollte er ohne die Steinlast mit frohem Sinne neu gestärkt nach Hause.